Nicht nur die G7 in Italien diskutieren heute über die Ukraine, sondern auch die NATO auf Ebene der Verteidigungsminister tun das heute zum zweiten Mal in Brüssel. Und Boris Pistorius, er ist in diesen Momenten auch angekommen. Bereits gestern hat man einen Operationsplan nun festgelegt, den man beschließen möchte. Da geht es vor allem darum, dass die Waffenlieferungen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten nicht mehr über die USA, sondern direkt über die NATO koordiniert werden. Auch ein Schritt, um das Ganze Trump festzumachen, sollte es im November zu der Wiederwahl des Ex-Präsidenten kommen. Wir hören jetzt einmal Boris Pistorius zu. Tag hier in Brüssel. Wir haben gestern schon gut vorgelegt, als es um die Unterstützung der Ukraine geht, um die weitere. Wir bleiben fest beisammen in der Unterstützung für die Ukraine. Ich begrüße sehr unsere Überlegungen, die wir heute weiterführen werden zum Ausbau einer koordinierenden Rolle der NATO bei der Unterstützung der Ukraine, wenn es um Lieferung und Ausbildung geht. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt. Heute wird es vor allem darum gehen, den NATO-Gipfel in Washington im Juli vorzubereiten. Und das gemeinsame Ziel war und ist, und das ist klarer denn je, die NATO wird sich und ist dazu aufgestellt, jeden Quadratzentimeter ihres Territoriums notfalls verteidigen zu können. Das muss klar sein, Abschreckung muss funktionieren. Dafür muss jeder im Bündnis seinen Beitrag leisten. Die Lasten für unsere gemeinsame Verteidigung müssen fair verteilt sein. Da geht es um die Frage der Finanzen, es geht um die Kräfte, aber auch natürlich um die Fähigkeiten. All das ist zentral. Ich kann für Deutschland sagen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Sie wissen alle, wir erreichen dies Jahr das erste Mal seit mehreren Jahrzehnten das 2%-Ziel, sowie der Großteil übrigens der europäischen Alliierten der NATO. Ungefähr 20 von ihnen wollen und werden das 2%-Ziel erreichen. Und das ist eine wichtige Botschaft an alle NATO-Partner, aber natürlich gerade auch an unsere amerikanischen Alliierten. Europa liefert, Europa übernimmt seinen Teil der gemeinsamen Verantwortung. Aber natürlich sind die Verteidigungsausgaben nur ein Teil, nur eine Seite der Medaille. Wichtig ist, was ganz konkret für die Abschreckung und Verteidigung unseres Bündnisses zur Verfügung steht. Und bei den Verteidigungsplänen der NATO gehen wir mit der Bundeswehr, Sie wissen das, man kann fast sagen, all in. Deutschland hat zugesagt, dass im Ernstfall innerhalb von 10 bis 30 Tagen, also in den beiden höchsten Bereitschaftsstufen, 35.000 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden können. Mit unserer Brigade in Litauen, die in 3 Jahren am Start sein wird, werden wir unseren Teil zum Schutz der Ostflanke beitragen. In der Ostsee übernehmen wir eine Führungsrolle bei der maritimen Übung Baltops, die jetzt angelaufen ist. Als Drehscheibe Deutschland haben wir in Zentrale eine wichtige Aufgabe im Bündnis übernommen. Der Operationsplan Deutschland, den wir fertiggestellt haben, ist dafür die Grundlage. Klar ist aber auch, und das wird heute auch Thema sein, Abschreckung und Verteidigung brauchen zwingend eine starke wehrtechnische Industrie. Und in Europa herrscht durch den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine eine neue Situation. Die Friedensordnung ist bedroht. Fähigkeitslücken können wir uns in dieser Phase nicht erlauben. Deswegen widmen wir uns heute eben auch hier auf dem Treffen der Stärkung der transatlantischen industriellen Basis. Es geht also um die NATO Industrial Capacity Expansion. Wie können wir besser gemeinsam planen, entwickeln und beschaffen als NATO-Partner? Auch da sind wir eindeutig mit vorne dabei durch unsere European Sky Shield Initiative, aber auch den Plan mit Norwegen zusammen gemeinsame U-Boote zu bauen. Mit unseren Ostseepartnern verständigen wir uns auf die gemeinsame Beschaffung einer Ostseemine. Auch da sind wir unterwegs. Bei der Munitionsbeschaffung haben wir durch unsere Rahmenverträge die Türen weit aufgemacht, auch für andere Partner und Alliierte. Gemeinsam mit Partnern werden wir, auch das ein ganz wichtiges Zeichen in diesen Zeiten, werden wir neue Flugzeuge für die NATO-Luftraumüberwachung beschaffen. Sie sollen so schon, wie schon die AWACS in Geilenkirchen betrieben werden. Eine ganz wichtige kollektive Fähigkeit für die NATO. Insgesamt zeigen wir dadurch, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, dass sich die Menschen in Deutschland im NATO-Gebiet angesichts wachsender Bedrohungen sicher fühlen können. Wir tun alles, um das zu gewährleisten. Das kostet Geld.
es kostet Zeit, das kostet Kraft. Es kostet aber auch den Mut, auch mal um die Ecke zu denken oder auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Dazu ist Deutschland bereit und dazu bin auch ich bereit. Meine Damen und Herren, ich freue mich heute auf die Beratung. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung ganz abseits des heutigen Tagesgeschäfts hier in Brüssel im NATO-Hauptquartier. Heute Abend spielt Deutschland gegen Schottland zur Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft. Als glühender Fußballfreund, Fußballanhänger freue ich mich natürlich darauf und drücke unserer Nationalmannschaft von Herzen die Daumen und freue mich auf ein deutliches, sicher erspieltes 3:1 gegen Schottland heute Abend. Sie haben anfangs... Auch das musste mal gesagt werden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles steht dann doch im Zeichen des Fußballs. Bundesverteidigungsminister Pistorius, der da gesagt hat, 3:1, geht davon aus, dass wir die Schotten vom Platz fegen im Eröffnungsspiel der EM. Soll aber jetzt nicht unser Thema sein, ob das tatsächlich so eintrifft oder nicht. Also weitere Spekulationen anheizen. Nein, wir wollen reden über das, was er gesagt hat. Marco Reinke ist bei uns aus der Politikredaktion. Lass uns kurz noch mal sprechen über diesen Operationsplan der NATO. Was beinhaltet das? In welche Richtung geht das? Ja, das ist ja schon länger angelaufen. Man hat das länger schon vorbereitet, denn die Idee dahinter ist vor allem, dass eben künftig die Waffenlieferungen von Seiten der NATO organisiert werden. Das ist eben, es ist ja auch Thema jetzt beim G7-Gipfel gewesen, dass man sich so ein bisschen davor wappnet, dass Trump irgendwann vielleicht möglicherweise Präsident wird und dann möglicherweise Unterstützung zurückfahren könnte. Deswegen eben die Umschichtung weg von den Amerikanern hin zur NATO, die eben das Ganze künftig organisieren soll. Es ist natürlich insofern interessant, dass die NATO das macht, weil die Ukraine eben zumindest in Anführungsstrichen noch nicht Mitglied ist und gleichzeitig die NATO sich immer nie so richtig einmischen wollte und jetzt das Ganze aber trotzdem an sich gezogen hat. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Reaktion auf die immer wieder anhaltenden Diskussionen, die es auch in den USA gegeben hat bezüglich der Waffenlieferungen und auch der Bereitstellung von Geldern. Wir erinnern uns, die Milliarden, die eben dort festgesessen sind und dann erst nach langer Zeit erst freigegeben wurden. Das will man künftig alles ein bisschen verlässlicher machen. Deswegen eben die Rückholung zur NATO. Und gleichzeitig ist auch interessant, es wurde übrigens im Hintergrund viel darüber gestritten, wie man das Ganze eigentlich nennt. Denn oft war die Rede davon, dass man das Ganze mit dem Zusatzwort Mission versieht oder Mission auf Englisch. Und das wollten vor allem die Deutschen nicht, weil sie gesagt haben, das klingt am Ende so, als wenn man sich die Hintertür offen lässt, dort möglicherweise auch zu intervenieren. Und deswegen heißt das Ganze jetzt Operationsplan. Danke, Marco, für diese Zusammenfassung. Dankeschön.